What is a device with seemingly unobtrusive characteristics? Yet it is found in every major city, every appliance store, and almost every modern home around the world. It is a technology that has changed the perception of millions across the world. What if this technology was not just an ordinary device? What if it taught you your morals, your ethics, your discernment of right and wrong? What if these miracles were solely placed to give your mind an escape from reality, and at the same time persuade your concept of morality? Television has been used for the sole purpose of keeping you complacent, keeping you confused, and keeping you entertained. What if television was used to indoctrinate and to deceive? Does anybody know what this is? Weiß jemand, was das hier ist? Interesting. A golden idol. Interessant, ein Götzenbild aus Gold. In the center of the stage. Und zwar mitten auf der Bühne. This is the Oscars. Das sind die Oscars. Does anybody know what this building is? Kennt jemand dieses Gebäude? Wisst ihr, wo das ist? This is called the Shrine. Man nennt es den Schrein. It's where they held the Oscars till 1999. Bis 1999 wurde dort der Oscar verliehen. It was founded by Walter Fleming and William Florence, two high-ranking Scottish Rite Freemasons. Dieses Gebäude entstand durch William Florence und Walter Fleming. It was built? They founded the building. So it's a Scottish Rite Freemason building. Okay, also es wurde gebaut, oder es waren die Bauherren, die Gründer, es waren diese zwei Personen. In fact, Hollywood has long been open about their Masonic affiliation. Und sie gehörten eben zu den schottischen Freimaurern. Und Hollywood hat da gar kein Geheimnis draus gemacht, dass sie mit Freimaurern zu tun haben. Gene Autry, John Wayne, Nat King Cole, Walt Disney, all these guys have come out and said that they were part of the Freemason. All diese Leute, die ihr seht, John Wayne, Walt Disney und so weiter, haben sich geoutet, dass sie mit der Freimaurerszene zu tun haben. In fact, the three guys that started Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Brothers and 20th Century Fox were all Freemasons. Diese drei Leute, die diese großen Filmgesellschaften gegründet haben, waren alle drei Freimaurer. What are you doing? I'm bringing the truth, John. We're in Hollywood, the belly of the beast. You can't just read the prompter? I'm reading the prompter in here. You can read that pablum. Award show banter is not pablum. Reality television celebrates the human condition. By illuminating what's extraordinary in the ordinary person. It warps the minds of our children and weakens the resolve of our allies. The results are often dramatic and always unexpected. We're here to honor achievement in that category. By giving you a golden idol to worship. Kneel before your God, Babylon! So he says, we're in Hollywood, the belly of the beast. The belly. The belly of the beast. Er sagt, wir sind hier in Hollywood, der Nabel des Tieres. And he says, we're now going to give you a golden idol for you to worship. Und dann sagt er am Schluss, wir geben euch jetzt ein goldenes Götzenbild, das ihr anbeten könnt. And then he says, kneel before your God, Babylon. Und dann ruft er in die Menge, kniet nieder vor eurem Gott Babylon. Remember, this is the second most watched show in America. Und vergesst nicht, diese Show steht an zweiter Stelle,
was Zuschauerzahlen And betrifft. did you know that there's truth in every single joke? Und wisst ihr, jeder einzelne Witz If there was no truth in it, enthält auch ein Stück Wahrheit, denn wenn nicht, you would not think it's funny. würde man es gar nicht lustig finden. This is called a Masonic tracing board. Tracing Board. Yeah, it's like a teaching tool. Okay, das hier nennt man ein freimaurerisches Tracing Board, also ein Brett. And what it's, Weiß jemand, wie das heißt? what it's designed to do is to teach someone that's part of this secret society how to spot Freemasonry in the real world. Es wird gebraucht als ein Lehrmittel, um Leuten zu zeigen, worum es bei der Freimaurerei geht. Und ich möchte euch jetzt die letzte Oscarverleihung in diesem Gebäude, dem Schrein, zeigen und möchte euch auf etwas aufmerksam machen, was die Bühne angeht. Now pause. Kurze Pause. Notice the stage. Schaut euch die Bühne an. Here's a Masonic tracing board. Das ist so eines von diesen freimaurerischen Tracing-Brettern. Do you notice the checkered floor? Hier das Schachbrettmuster, The archway? dann dieser Bogen. The sun motif? There's Ja. a sun right there. Ihr könnt immer vergleichen, links und rechts. Oben an der Decke dieses Sonnenmotiv. There's an altar on the stage. Auf der Bühne hinten ein Altar. There's an altar on the Masonic tracing board. Genauso links auf diesem Tracing-Brett. What this is them putting this out there saying the Masons own this business. Was sagen sie eigentlich damit? Sie geben vor der ganzen Welt bekannt, dieses Business, dieses Geschäft gehört uns, den Freimaurern. Die Welt der Medien ist eine Herausforderung. We're gonna run the unedited version. What? And be warned for you people, you may be offended, maybe. Watch. Now look, a lot of people come up here and they thank Jesus for this award. I want you to know that no one had less to do with this award than Jesus. He didn't help me a bit. If it was up to him, Caesar Milan would be up here with that damn dog. So all I can say is, suck it, Jesus, this award is my God now! Second most watched television show in America. She basically just said, look, Jesus hasn't helped me with this at all. This is my God now. Sie hat im Grunde gesagt, Jesus hat mir in dieser ganzen Sache überhaupt nicht geholfen. Das hier ist jetzt mein Gott. Let's take a look at your brain here, for example. Your frontal lobe Zum Beispiel schauen wir uns einfach mal unser Gehirn an. is where you make your decisions of reasoning. Hier, der Frontallappen, ist der Bereich, wo unsere Vernunft sitzt und wo wir Entscheidungen treffen. This is where you speak to God, in your frontal lobe. Hier in den Frontallappen ist auch die Kommunikation mit Gott. Dort findet sie statt. Now, when you drink or you do drugs, Wenn wir jetzt Alkohol trinken oder Drogen nehmen, those affect your frontal lobe. dann hat das eine Auswirkung auf den Frontallappen. So they can medicate your mind, Also so kann man sozusagen
seine Gedanken medizieren durch Medizin, so that you will not follow the will of God. so dass man nicht mehr dem Willen Gottes folgt. But what about, or let's look at Corinthians 3:16 here. Gehen wir weiter zu 1. Korinther 3, Vers 16. This is what Paul says, Paulus spricht hier, know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? So Paul is just reconfirming that it's in your mind is where you speak and communicate with God. Paulus bestätigt hier praktisch, dass es in unserem Kopf, in unseren Gedanken geschieht, dass wir mit Gott kommunizieren. So I want to talk about hypnosis. Ich möchte jetzt über Hypnose sprechen. Can hypnosis medicate your mind Kann Hypnose so eine Art Arzneidroge sein, die uns mediziert, so that you will not follow the will of God? dass wir nicht mehr dem Willen Gottes folgen? Here is the definition of hypnosis. Hier ist eine Definition für Hypnose. It's a mental state of heightened suggestibility Das ist ein mentaler Zustand, wo man sehr empfänglich ist für Einflüsse von außen. characterized by a trance-like sleep Charakteristisch ist eine Art Schlaf, wie in einer Trance. This is variously achieved by repetition of instructions in a low level of voice, Das wird auf verschiedene Weise erreicht durch Wiederholungen in einer tiefen Stimme or having a subject fix his gaze upon a light source in an otherwise dark room. oder indem die Person starr auf eine Lichtquelle in einem dunklen Raum schaut. What does that sound like? Wonach klingt das? Cinema. Kino. Fixing your gaze upon a light source in an otherwise dark room Indem man mit seine Augen fixiert auf eine Lichtquelle in einem Raum, der sonst dunkel ist. by definition Per Definition is hypnosis. bedeutet das Hypnose. And think about it. When you have somebody watching television or watching a movie, what do they look like? Jetzt stellt euch das mal vor, wenn jemand einen Film schaut oder vor dem Fernseher sitzt, wie sehen die aus? You are in the classic state of hypnosis. Das ist genau der klassische Zustand einer Hypnose. You lose your peripheral vision, Man verliert den Blick fürs Umfeld, you lose your sense of time, man verliert den Zeitsinn. and did you know that your brainwave patterns are the exact same brainwave patterns as you are in the state of hypnosis? Und wisst ihr, dass auch das Gehirn umschaltet und dass die Wellen im Kopf genau die Form annehmen, die es in einer Hypnose hat? Volume 8 of Testimonies to the Church. Ellen G. White writes this. In den Zeugnissen Band 8 schreibt Ellen White Folgendes. In the future, Satan's superstitions will assume new forms. In Zukunft wird Satans Aberglaube neue Formen annehmen. Errors will be presented in a pleasing and flattering manner. Irrtümer werden in einer sehr angenehmen und schmeichelhaften Weise präsentiert. False theories clothed in garments of light Falsche Theorien sind gehüllt in Kleider von Licht. will be presented to God's people. Und so werden sie Gottes Volk vorgestellt werden. Thus, Satan will try to deceive, if possible, So wird Satan versuchen, wenn möglich, the very elect. sogar die Auserwählten zu verführen. The most seducing influences will be exerted. Die allerverführerischsten Einflüsse werden ausgeübt werden Minds will be hypnotized. und Menschen werden hypnotisiert werden. And she wrote this before the invention of television. Und als sie das schrieb, gab es noch keinen Fernseher. So I find it ironic that we have this thing Für mich ist das eine Ironie, dass wir dieses Ding haben, that puts people in a state of hypnosis das Menschen hypnotisiert and is very deceiving. und absolut täuscht. Paul also writes in 1 Corinthians 6:12, all things are lawful for me, but all things are not helpful. Paulus schreibt weiter in 1. Korinther 6, Vers 12, alle Dinge sind recht für mich, aber nicht alles ist hilfreich. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Alle Dinge sind recht für mich, aber ich möchte von nichts beherrscht werden.